Mein Name ist Thiago und ich bin Pflanzenbiologe. Ich forsche seit 2017 an der Universität Zürich in der Gruppe von Professor Uli Grossniklaus am Institut für Pflanzen- und Mikrobiologie. In meiner Forschung beschäftige ich mich mit einem exotischen Thema: die Geschichte der Domestikation, das heißt der Kultivierung der Papaya und ihrer umweltbedingten Geschlechtsumwandlung. Die Papaya-Pflanze stammt ursprünglich aus Zentralamerika. Von der Größe her ähnelt die Papaya-Pflanze einem Baum, jedoch verholzt die Papaya-Pflanze anders als Bäume im Wesentlichen nicht. Deshalb ist die Pflanze streng botanisch gesehen kein Baum und man müsste die Pflanze als baumförmiges Kraut klassifizieren. Im Nationalmuseum für Anthropologie in Mexico City finden sich auf alten Gefäßen der präkolumbianischen Maya-Kultur eine Vielzahl von Malereien. Auf den Abbildungen sind auch Pflanzen zu erkennen, die zu dieser Zeit kultiviert wurden. Darunter gibt es auch Hinweise auf die frühzeitige Verbreitung der Papaya-Frucht. Nein, es ist keine Zitrone. Zitrusfrüchte stammen aus Südostasien. Anschließend verbreiteten die Spanier die Frucht in ihrem Kolonialreich und förderten die Kultivierung und Ausdehnung in ganz Lateinamerika und schließlich in der Welt. Die Papaya wurde zu einer der bedeutendsten tropischen Nutzpflanzen. Die Papaya ist eine triözische oder dreihäusige Pflanze. Das heißt, eine Pflanze kann entweder männlich XY, weiblich XX oder zwittrig XYH sein. Weibliche und zwittrige Pflanzen bilden aus ihren Blüten Früchte, männliche hingegen nicht. Phänotypisch im Aussehen bleibt der Stamm und die Blätter bei den Pflanzen gleich. Nur die Blüten sind anders. Übrigens, anhand der Fruchtform erkennt man, ob die Papayafrucht von einer weiblichen oder zwittrigen Pflanze stammt. Die röhrenförmige Blüte der zwittrigen Pflanze komprimiert den Fruchtkörper und führt zu länglich birnenförmigen Früchten. Dahingegen sind die weiblichen Blütenblätter lose und es entwickeln sich runde Früchte. Der Zwitter besitzt männliche Staubblätter und einen weiblichen Fruchtknoten. Die männlichen Staubblätter hinterlassen manchmal durch die Kompressionen seitliche Einkerbungen an der Spitze der länglichen Frucht. Da zwittrige Blüten männliche sowie weibliche Blütenorgane besitzen, sind sie in der Lage, sich selbst zu befruchten. In der Landwirtschaft werden deshalb zwittrige Pflanzen bevorzugt. Gewisse Umwelteinflüsse führen zu einem sogenannten Sex Reversal, einer Geschlechtsumkehrung. Diese bewirkt, dass die zwittrigen Papayas männliche Blüten produzieren. Da männliche Blüten keine Früchte entwickeln, führt dies zu Ernte- und Ertragsausfällen für die Bauern. Die meisten Papaya-Produzenten pflanzen vorwiegend zwittrige Pflanzen an. Durch Selbstbestäubung benötigt es keine männlichen Pflanzen als Pollenspender. Man findet also meist keine männlichen Papayas auf den Papayafeldern. Geht man jedoch in die Wildnis, in die Wälder Zentralamerikas und sucht Populationen von wilden Papayas, so wird man keine zwittrigen Pflanzen finden. Wilde Papayas sind diözisch, also rein zweihäusig, nur männlich und weiblich. Die ungleiche Verteilung der Geschlechter zwischen wilden Papayas und kultivierten und die Tatsache, dass zwittrige Papayas sich nur durch ein leicht verändertes Y-Chromosom unterscheiden, deutet darauf hin, dass sich die Zwittrigkeit in Papayas durch Domestikation und Kultivierung entwickeln konnte. Sehr wahrscheinlich waren schon den Mayas zwittrige Pflanzen lieber. Durch künstliche Selektion haben die Mayas die zwittrige Pflanze fixiert, eine Evolution der Geschlechter durch Domestizierung. Die Ursache dieser Geschlechtsumwandlung ist sowohl aus biologischer Perspektive als auch aus ökonomischer Perspektive relevant. Männliche Blüten produzieren ja keine Früchte und reduzieren so den Ertrag. Es wäre also interessant zu wissen, was zu diesem Sex Reversal führt. Die Pflanzen bleiben genetische Zwitter, sie könnten weiterhin zwittrige Blüten produzieren, doch sie tun es nicht. Wir haben also Zwitter, die sich auf genetischer Ebene von den Männchen unterscheiden, aber das Gleiche machen, nämlich männliche Blüten. Wie kann das sein? Das Erbgut eines Organismus ist in der DNA im Zellkern gespeichert. Jede Zelle ist genetisch identisch, trotzdem haben wir unterschiedliche Zelltypen,
die unterschiedliche Strukturen und Organe bilden, zum Beispiel Hautzellen oder Muskelzellen. Die Papaya hat Zellen, die zum Beispiel Wurzeln oder Blütenblätter bilden. Diese Zellen tragen dasselbe Erbgut, sehen aber anders aus, weil gewisse Gene aktiv und andere inaktiv sind. Der Grund für diese Unterschiede liegt in der Genaktivität, der sogenannten Expression der Gene. Ein aktives Gen in der DNA wird in Form von mRNA abgeschrieben. Mittels der mRNA werden Proteine hergestellt, die eine Funktion ausüben. Die DNA ist also gewissermaßen ein Rezeptbuch, während die mRNA ein einzelnes Rezept darstellt, und je nach Organ und Zelltyp werden andere Rezepte benötigt. Beim Sex Reversal bei der Papaya heißt das, dass wir nicht nach genetischen Unterschieden suchen müssen, sondern nach Unterschieden in der Genexpression in männlichen und zwittrigen Blüten auf zwittrigen Pflanzen. Um diese unterschiedlich exprimierten Gene zu finden, sequenziere ich mRNA von einzelnen Blüten. Von aktiven Genen finde ich viel mRNA, von inaktiven wenig. Welche Gene unterschiedlich exprimiert werden und was zu diesen Differenzen führt, sind meine beiden zentralen Forschungsfragen. Es wird angenommen, dass Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel Hitzestress, Sex Reversal begünstigen. Wenn Hitzestress Sex Reversal auslöst, dann haben wir ein Problem. Schon vom heißer werdenden Klima gehört? Wenn wir Sex Reversal besser verstehen, könnten wir die zwittrige Papaya vielleicht retten. Denn es gibt wahrscheinlich zwischen all den verschiedenen zwittrigen Sorten Varietäten, die weniger anfällig sind für Sex Reversal. Diese können in der Züchtung nebst Eigenschaften wie Fruchtfarbe, Geschmack oder Größe der Frucht auch als neues Merkmal dienen. Die sozusagen widerstandskräftigsten Papaya-Pflanzen gegen Sex Reversal. Denn es wird in Zukunft mit dem Klimawandel ein sehr wichtiges Merkmal werden, um langfristig Papaya-Früchte ernten zu können.